So, geht gleich los. Ich mache noch ein paar Sachen hier. Bisschen Setup. Hallo an alle. Wie gesagt, geht gleich los. Ein paar wenige Minuten. So, willkommen zurück. Danke beim Zuschauen von einem weiteren Livestream. Lange her, der letzte, war 2 Wochen her. Ich weiß, Leute, aber jetzt sind wir wieder da. Machen hier das Ferrari-Event. Bevor wir mit den Rennen anfangen, wollte ich noch mal kurz den Item-Shop mit euch besprechen und uns mal hier die Angebote anschauen. Ja, die Kisten sind teuer. Gehen wir mal hier auf die letzten, hier auf das große Angebot mit den 10 Kisten für 3.550 Bucks. Was auf jeden Fall teuer ist, also umgerechnet ungefähr so 5 Euro eine Kiste, sagen wir mal, circa. Und ja, in den Kisten natürlich Charles Leclerc und Carlos Sainz stärker vertreten, wie wir auch hier jetzt sehen. Wir haben hier Charles Leclerc mit 38,1% und Carlos Sainz mit 35,9% Wahrscheinlichkeit in den Kisten anzutreffen. Und ja, falls ihr euch die Kisten geholt habt, ja, seid ihr zufrieden? Ich habe mir keine Kisten geholt für dieses Event, weil, kommen wir gleich zu. Und ja, für den einen oder anderen lohnt es sich auf jeden Fall, diese Kisten hier zu holen. Warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Sehen wir auch hier selber, der Boost, der da jetzt im Angebot ist, auch hier Gladiator. Tempo, Spritverbrauch und Blocken ist gar nicht so verkehrt. Ja, Hauptsache Tempo da drin. Das ist auch immer gut, damit wir dem Wagen natürlich auch ein bisschen mehr Power geben. Warum ich mir das Angebot nicht geholt habe, seht ihr hier auch. Jetzt, ich habe Charles Leclerc schon auf 6 und ihn dann auf 7 zu machen, würde mich, denke ich mal, viel Geld kosten. Und Carlos Sainz muss ich nicht unbedingt auf 6 haben, bin ich ehrlich. Da reicht es mir auch, dass er jetzt erstmal auf 5 ist. Bin auch nicht unbedingt so zufrieden mit seiner Leistung. Bin gestern und vorgestern ein paar Rennen mit ihm gefahren und naja, würde dort bevorzugen, auch auf jeden Fall einen anderen Fahrer zu nehmen. Allerdings, wegen dem Event fahre ich mal mit beiden Ferrari-Piloten, um einfach auch mal meine Teampunkte runterzudrücken, bin ich ehrlich. Und zu hoffen natürlich eventuell auf eine schwächere Gruppe. Ich habe bis jetzt noch kein Rennen gemacht. Wie wir auch sehen hier in der Beschreibung, werden wir alle 4 Rennen machen. Ich habe auch eine Setup-Änderung. Wir sind die letzte Woche komplett mit Mirage gefahren. Und die Woche fahren wir mit Spirit. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber mit Mirage ist das Auto sehr, sehr instabil. Ja, fährt in den Kurven nicht unbedingt gut. Das Problem hatten wir eigentlich mit Spirit die letzten Wochen. Und ich bin der Meinung, das wechselt immer. Woche für Woche wechselt das, dass wir dann einmal mit Mirage fahren, dann wieder mit Spirit, eventuell sogar mit Whirlpool, was wir dann auch eventuell mal switchen können.
Allerdings bin ich jetzt so die letzten 2 Tage mit Spirit gefahren und ja, ziemlich gut. Habe eigentlich gar keine Probleme. Und ja, bevor ich hier noch weiter um den heißen Brei herumlaber, springen wir in das Event. Natürlich Champions-Klasse fahren wir wieder. Alles andere bringt auch nichts bei mir. Wenn ihr nicht in der Champions euch qualifiziert, und zwar nicht heute und auch nicht morgen und auch nicht gestern, und zwar Samstag, ja, dann bitte versucht in die Anwärterliga oder sogar in die Herausfordererliga reinzugehen. Ich habe das schon mal angesprochen gehabt, dass wir für die Champions, das sind so meine Statistiken, ja, kann auch anders sein, ja, korrigiert mich, wenn ihr da irgendwie andere Zahlen habt. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir bei Champions mit 1500 Teampunkte aufwärts fahren sollten. Und bei Anwärter kann man schon mit 1200 so um den Dreh fahren und bei Herausforderer natürlich so um die 1000, um den Dreh. Ja, so, wenn ihr in der Champion fährt und euch nicht qualifiziert, Leute, dann bringt es nichts, jede Woche da immer wieder zu versuchen und zu versuchen. Fährt lieber in einer Liga, wo ihr ins Finale kommt und dort auch die Reputationspunkte für euren Club natürlich holt. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, das gilt eigentlich für alle Spieler. Es bringt ja nichts, das Event zu starten und am Sonntag dann nicht im Finale zu stehen und einfach für euren Club keine Punkte nach Hause zu bringen. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Deswegen, wir springen in die Champions. Los geht's. Zahlen das Geld hier, um da reinzugehen. Ja, und da sind wir. Fortsetzen. Gucken wir uns mal die Gruppe an. Gruppe ist mittwochs immer einfach. Hier, wie gesagt, 4 Rennen. Hier 63 Punkte. Ja, haben keine starken Fahrer in der Quali. Ist auch eine ganz kleine Gruppe hier, wie wir sehen. Werden alle 4 Rennen fahren. Ob wir boosten oder nicht, das werden wir sehen. Ja, mal schauen, wie wir hier durchkommen. Allerdings werde ich denken, dass wir keine Boosts benutzen. Also Premium Boosts auf gar keinen Fall. Eventuell die normalen Boosts, hier Selbstkontrolle, Krieger und Ballast und Instinkt. Das sind unsere 4 normalen Boosts, ja. So, springen wir mal ins erste Rennen. So, 1579, da haben wir schon den ersten Rivalen. Mit Charles Leclerc bin ich sehr, sehr zufrieden, indem ich ihn halt auch auf 6 habe. Ist es auf jeden Fall richtig gut. Mit dem 10% Buff, den wir jetzt die Woche bekommen haben, da landet er dann so circa auf 7,5, würde ich mal so sagen, 7,5, 8. Da ist er ungefähr. Platz 10, perfekt. Carlos Sainz Platz 16. Und es regnet. Und es regnet in Austin. Allerdings wechselt das Wetter. Wir werden keine Boosts benutzen, wie schon gesagt. Und von daher werden wir mal hier ein bisschen Spaß haben. So, wir fahren mit Charles und mit Carlos Sainz in Austin wegen der ersten Kurve. Die kommt nämlich sehr, sehr früh. Fahren wir auf regulär raus. Charles Leclerc geht direkt nach innen. Sehr schön, schon auf Platz 7. Carlos Sainz behält seine Position. Fahren weiter auf regulär. Wir sehen selber, in 3 Minuten ist der Regen weg. Dann ist es bewölkt. So, Charles hat jetzt eine Position verloren, kurz, aber halb so wild. So, und können jetzt hier runter vom Gas, fahren jetzt auf Verteidigen und mal gucken, was hier Carlos Sainz, ob er uns überrascht. Für mich ist einfach nur wichtig, dass er die Position behält. So, hier wieder ein bisschen Gas geben bei Start und Ziel, wie immer, Leute. Ja. So, schön. Hier wieder runter. Carlos Sainz macht hier nichts, bleibt auf Position 15 und wir müssen mal schauen. Wir können mit beiden Fahrern 4 bis 5 Runden können wir hier fahren, allerdings bringt das nicht unbedingt viel. Wir haben danach bewölkt mit Sonne, das heißt 1 Minute, danach ist es wieder trocken. Also denke ich mal, dass wir da, ja, müssen wir mal schauen. Eine 5,3 wäre eigentlich optimal. Mal gucken, ob wir das auch schaffen jetzt. Ja, sieht gut aus, bleiben auf jeden Fall lange drin. Um danach dann, denke ich mal, auf Medium oder auf Softs. Ich denke mal schon auf Softs zu switchen. Schauen wir mal. 1 Minute 40. Sieht gut aus. Also 2 Minuten und 30. Und dann ist es trocken hier.
Und das heißt für uns, dass wir auf jeden Fall die 5 Runden fahren hier auf unseren Wets und danach werden wir switchen. Wir müssen aufpassen hier mit dem Gas. 5 Runden wird nicht unbedingt leicht. Aber wir versuchen so lange wie möglich draußen zu bleiben bei den Konditionen hier. So, ich denke mal hier die ganze Truppe hier, ja, die müssen alle rein jetzt zur 4. Runde. So, sehr schön. Können hier wieder ein bisschen Gas geben bei der langen Geraden. Mit Carlos müssen wir ein bisschen aufpassen. Da geht nämlich uns sonst der Gummi aus hier. So, jetzt kommen alle rein. Wir bleiben aber, wie wir schon gesagt haben, draußen. So, wir müssen jetzt hier Gas geben mit Charles. Jawohl. So, und jetzt will er natürlich, dass wir pitten. Ja, mit beiden Fahrern, ist ja klar. Hier, Carlos, ein bisschen Gas geben. Sehr schön. Sehr schön. So. Haben wir 20 Sekunden und dann kühlt das hier alles ab. Ja, und wie wir sehen da oben, wir haben bewölkt mit Sonnenschein. Werden mit beiden Fahrern jetzt hier tanken und auf Softs gehen. Ist ein bisschen zu früh, ein Tick zu früh, Leute. Ja, also man hätte auch eine Runde jetzt noch weiter warten können. Allerdings hätten wir dann eine Zweibox-Strategie machen müssen. Ja, so, wir kommen jetzt rein, ihr seht jetzt selber. Und wir haben jetzt schon, das geht ganz schnell, da 10% schon weg. Ja, so, weg, kein Traffic hier. So, und das heißt hier für die ganzen Leute, die jetzt da noch drin sind, müssen alle noch tanken. Die müssen alle noch mal pitten. Und so gesehen auf Softs dann wechseln. Ob die das dann machen, gucken wir mal gleich. Wir versuchen natürlich so gut wie möglich die Position zu halten. Normalerweise wechselt man, wenn so Konditionen hier herrschen, wechseln wir erst so bei 60, also sagen wir mal so bei 30%, ja, bei 30%, wenn es dann noch nass ist, dann kann man wechseln. Ja, wir haben es aber jetzt ein bisschen früher gemacht, halb so wild, wie gesagt, weil wir jetzt haben wir jetzt hier 30%. Wie wir sehen, sind in den Kurven ein bisschen langsamer, allerdings holen wir uns gleich den Speed nochmal rein. Und zwar jetzt sind wir schon bei 20%. Rivale geht mal kurzzeitig in Führung, allerdings wird er das jetzt ganz schnell verlieren. So, und los geht's. So, jetzt können unsere Fahrer hier ein bisschen Gummi geben. 5%, 4%, 3, 1, 0, Feierabend. So, und jetzt können wir, das ist unsere Chance hier, ein paar Positionen zu machen. Hoffen nicht, dass wir irgendwo hängen bleiben hier. Normalerweise müsste Carlos Sainz jetzt hier die Jungs hier machen. In der Mitte hier. Von beiden hier wurden wir gesandwiched. So, jetzt haben wir, so, wunderbar. Die Jungs sind da vorne alle auf Wets draußen und das ist auch, das sollte Hutch auch ein bisschen was ändern. Ja. Carlos geht das richtig weit, richtig weit. Jetzt müssen wir mit Carlos sogar ein bisschen runter, bleiben auch noch hängen. Ne, kennen wir ja, wissen wir ja Bescheid. Gehen wir einfach runter vom Gas. Charles Leclerc sollte hier nochmal 2 Positionen machen, bevor er jetzt hier ins Ziel reinfährt. Wir haben jetzt Position 10 gemacht mit Carlos. Charles geht jetzt auch, nein, schafft er leider nicht. Alles gut, Platz 7, alles entspannt. So, und Carlos, Platz 10, alles gut. Haben wir 33 Punkte, fahren wir mit nach Hause. Also alles wunderbar. Yep. So, ich gucke mal ein paar Kommentare hier an. Ja, sollte sich drehen, ja, man hätte, Garten. Viele Sachen sollten eigentlich hier anders passieren. Ne? Normalerweise, wenn man auf Wets fährt für 2 Runden, wenn es trocken ist, dann sollte ja eigentlich auch was passieren, aber passiert ja nicht. Von daher, deswegen auf Softs, man hätte jetzt auch eine 3-3-2 fahren können hier, ja, in Austin. Denke ich mal, wäre auch besser gewesen. Da hätten wir vielleicht eine oder andere Position nochmal machen können. Allerdings 33 Punkte, so ist jetzt auf jeden Fall gut. Wenn wir den Grand Prix dann im Qualifying fahren, dann sieht das auch sowieso ganz anders aus. Da benutzen wir ja auch Boosts. Und mit Boosts läuft es dann anders.
Hast du ja auch selber gesehen in den Kurven auf Softies, wenn es nass ist, bloß nicht Gas geben. Lieber da ein bisschen verteidigen und auf den Geraden kann man dann ein bisschen Gas geben, ja. So, Baku, einer meiner Lieblingsstrecken. Gucken wir mal da, was wir hier so deichseln können. Mal gucken, was für Positionen wir hier fahren mit Carlos und mit Charles. Schön hier. Für Baku, wenn sowas im Grand Prix stattfinden sollte, so eine Strecke, da kann man auch tödlich schnell Hacks, also alles Boosts mit Tempo nehmen. Da geht man einfach fliegen hier auf der langen Geraden, die halt hier in Baku ist. So, fahren hier auch ohne Boosts. Wie gesagt, ich will die Boosts jetzt hier nicht für die Qualifikation verschwenden. Wir benutzen dann am Samstag die Boosts und wir werden hier auf Softs rausfahren und auf Hard. Ja. Carlos macht eine 4-4, schön entspannt, und Charles macht eine 2-3-3. Kommen hier gut weg mit beiden Fahrern. Gehen jetzt hier auf Verteidigen. Ich hoffe, dass Carlos keine Position verliert. Ja, der hat ja einen hohen Verteidigungswert. Ist jetzt hier auf Hard. Wir haben hinter uns natürlich zweimal auf Medium und einmal auf Softs. Charles hat hier vorne Softs, wurde jetzt vom Rivalen auch überholt. Aber alles entspannt. Carlos hat auch kurz eine Position verloren, aber das wird gleich alles. So, hier ein bisschen Gas geben auf der Geraden, trotz dass wir keinen Platz haben. Sieht auch gut aus hier, Reifenmanagement, alles okay. Kommen, wie schon gesagt, mit Charles jetzt nach dieser Runde hier rein. Versuchen unseren Sprit und unsere Reifen. Müssen jetzt aufpassen hier, dass wir mit Carlos nicht überholt werden. Den haben wir hinter uns. Wir haben jemanden auf Soft, Sebastian Vettel. Gehen wir lieber auf regulär, wollen den Platz ja nicht verlieren. So, hier kann Charles wieder ein bisschen Gas geben. Der Gegner mit Carlos Sainz hat jetzt noch eine Position da vorne gut gemacht. Aber alles gut. Kommen jetzt in die Box, machen einen Undercut auf die gesamte Truppe da vorne. Weil wenn die Jungs hier zur dritten Runde tanken kommen, dann wird es eng in der Boxengasse. Und das wollen wir ja nicht. Hier haben wir hier 1, 2, 3, 4 Leute, vielleicht sogar 5 Leute, die tanken kommen gleich. Hier ein bisschen Gas geben jetzt mit Charles. Versuchen hier so gut wie möglich am Heckflügel von unseren Vordermännern zu kommen. So, und das sieht gut aus hier. Carlos kann jetzt ab hier jetzt beschleunigen. Wir haben genug Reifen, wie wir auch sehen. So, und da kommen jetzt die Leute rein, wie schon gesagt. Ja, da, ihr seht selber, sehr, sehr eng alles. Ja, wir ziehen jetzt hier schön vorbei. Mit Carlos gehen wir auf Platz 7. Mit Charles. Undercut hat perfekt funktioniert. Ja, haben jetzt hier genug Raum. Seht ihr selber, Platz 10. Sieht sehr, sehr schön aus. Wir werden dann, Baku ist ja gar nicht am Freitag und am Samstag gar nicht dabei. Sorry, weil sonst kann man hier auch auf Medium rausfahren mit den perfekten Boosts natürlich, also Hahn, der gibt ja auch nochmal Reifen. Da kann man nämlich auch schön nochmal auf Medium raus. Charles sieht sehr, sehr gut aus hier auf Softs. Der kann auch die letzten 3 Runden hier auf Softies machen. Und jetzt kommt Charles nochmal hier, macht jetzt hier auch nochmal ein paar Plätze. Gucken wir noch, ob wir den McLaren kriegen. Nein, haben wir nicht bekommen. So, kommen jetzt nach der Runde hier mit Charles rein, werden ihm dann nochmal neue Softs geben. So, sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Ich hoffe, dass Charles hier auch die Position jetzt behält, bis wann er dann in die Boxengasse einfährt. Carlos sieht auch ganz gut aus, Platz 13. Ja, Rivale müsste mit beiden Fahrern noch in die Box kommen. Verliert dann auch nochmal einiges an Positionen. So, versuchen hier sehr, sehr gut zu blocken. Hier, schaut euch das an. Sehr schön, jetzt wurden wir überholt. So, und rein da. Sehr gut. Carlos Sainz auf der Geraden. Kriegt der Alonso? Kriegt der Alonso? Jawohl. Sehr schön gemacht hier von Carlos Sainz. Charles Leclerc kommt jetzt hier hinten raus. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, zwischen Platz 15 und Platz 16 rauszukommen. Allerdings, ja, steckt man halt nicht drin. Versuchen jetzt hier noch ein bisschen Druck zu machen. Vielleicht kriegen wir jetzt hier Platz 16.
Jawohl, vielleicht, ja, nein, nein. Hat er sich wieder zurückgeholt. Da haben wir ihn, nein, da haben wir, tja, ganz, ganz knapp. Wieder ein bisschen Gas geben hier. So, Rivale kommt rein. Wurde auch noch gestört hier bei der Boxeneinfahrt und unser Carlos Sainz fährt hier auch schön auf Position 8 jetzt. An alle vorbei. Come on, Charles. Jawohl, sehr schön. Ist noch vor dem Alpha rausgekommen. So, perfekt. So, und jetzt können wir ein bisschen uns entspannen. Position 8 und 11 ist auf jeden Fall schon mal top. Haben jetzt vor uns hier noch 4 Leute, jede Menge Leute hier, noch 5 Leute auf Hard vor uns. 4, sorry. Da müsste sogar noch jemand tanken hier. Ja, Mercedes kommt rein. Gucken, ob wir den kriegen hier mit Carlos. Gib Gas, Carlos. Kommt auch noch ein Alpine rein, so wie es aussieht. Beide vernaschen wir hier. In der Boxeneinfahrt. Sehr schön. Kommen sogar noch mehr Leute rein, ja. Wie wir hier sehen. Wir fahren mit beiden Fahrern hier in die Top 10. Sehr, sehr gut. Platz 6 und Platz 8. In Baku, das ohne Boosts, Leute. Ja, mit der Strategie kann man in Baku einiges hier an Punkte abräumen. So, sehr schön. Punkte fahren wir so nach Hause. Carlos kann jetzt hier Gas geben noch bis Ziel. Bei Leclerc müssen wir ein bisschen aufpassen, aber geben wir jetzt auch Vollgas. Passt. Ja, wie gesagt, Leute, die Quali, ja, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, die 3 Tage, wo wir halt fahren können, das ist ziemlich leicht, das zu bestehen. Woran das liegt, keine Ahnung, weil Samstag dann wird es auf einmal knüppelhart. Samstag ist nicht leicht. Ja, ich brauche hier jedes Wochenende bei einem Grand Prix am Samstag, brauche ich immer mindestens 250 Punkte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, was da bei euch so der Durchschnitt ist. Allerdings sollte man schon so mit 200 Punkte aufwärts, sollte man dann schon in die Champions reinspringen, wenn man die dann auch macht. Alles, was da drunter ist, bin ich der Meinung, dass das nicht unbedingt viel bringt. Ja? Also besser wirklich in eine kleinere Liga gehen, wo man dann auch zu 100% auch gute Punkte nach Hause fährt. Ja? Ah ne, sorry, wir fahren wieder hier. Wir gehen in das 3. Rennen, und zwar Bahrain. Bahrain auch sehr interessant, werden wir hier mal auch etwas ganz anderes ausprobieren, werden mit beiden Fahrern mal hier auf Softs rausgehen, um einfach mal Sachen auszuprobieren, wie es läuft. Ja, normalerweise fahre ich hier auch immer eine 2-3-3 mit dem Vordermann und mit dem Hintermann eine 4-4. Wir werden allerdings jetzt mal beide Fahrer auf Softs rausschicken. Ja, Garten. Ja, ist auch gut so. Also nicht alle sollen ja meine Videos schauen, weil sonst haben wir dann auch stärkere Rivalen, ja. Dann ist es nicht mehr so leicht zu gewinnen. So, wir haben jetzt hier einen Gegner 1607. Ein bisschen stärker wie wir. Aber das sollte auch nicht unbedingt das Problem sein. Wie schon gesagt, wir werden hier mal beide Fahrer auf Softs rausschicken. Werden kleine Boosts benutzen, um einfach mal zu sehen, wie sich das Auto verhält. Platz 12 und Platz 16, Gegner ist ein bisschen weiter vor. So, werden hier mit Charles, werden wir hier Instinkt benutzen. Und mit Carlos Sainz werden wir Selbstkontrolle benutzen. Wie gesagt, einfach mal ausprobieren, wie sich beide Fahrer verhalten. Fahren mit beiden auf regulär wieder raus. Hi Muro, hallo an alle. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen, Leute. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, ne? Damit wir hier den Content pushen. So, Start auf regulär. Ja, Carlos da, sehr, sehr problematisch hier. Total instabil, ja, wird da überall gestört, von rechts, links, vorne, hinten. Charles Leclerc jetzt auch. So, und gehen jetzt einfach mal runter. Gehen einfach mal auf Verteidigen. Der Start war katastrophal, aber passt. Wir versuchen das trotzdem gleich noch zu drehen. Die erste Runde und die zweite Runde sind ja halb so wild. So, hier ein bisschen Gas geben jetzt mit Charles. Ich denke mal, ich werde Charles in der zweiten Runde schon pitten. Sehr schön hier von Charles jetzt. Hat jetzt 2 Positionen hier gemacht. Können jetzt auch noch mal kurz mit Sainz auf regulär schalten. Ist ziemlich eng, wie wir hier sehen. Das sollten die auch mal fixen hier. Ich sehe ja gar nicht, was da unten in der Kurve passiert. Ja, da ist mein Joystick dazwischen. So, Carlos hat jetzt wieder eine Runde, hat jetzt wieder einen Platz verloren. Wir kommen mit Charles
jetzt in die Pits, wie schon gesagt. Und die letzte Runde, also die dritte Runde hier von Carlos, der kann da ein bisschen Gummi geben. Der muss nämlich danach auch rein. So, gucken wir mal, ob er den jetzt hier macht. Jawohl. So, und jetzt hier schön Gas geben. Kommt danach rein, wie schon besprochen. Mal gucken, ob der Undercut hier auch so gut funktioniert wie in Baku. Charles hat da jetzt die Position an den Aston Martin abgeben müssen, direkt nach der ersten Kurve. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ja, das ist nix. Das Rennen wird nix. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus bis jetzt. Müssen da einiges an Sekunden gut machen. Hier, Charles Leclerc kommt gar nicht vorbei. Wir sehen wieder, dass die Boosts, ja, die wollen einfach nicht. Ne? So, hier nochmal Gas geben. Jetzt müssten noch ein paar Leute rein hier. Sehr schön. Jetzt haben wir auch Platz. Ja, mit Charles haben wir jetzt hier ein bisschen Platz nach vorne, können auch ein bisschen Gas geben. Das Auto schlendert hier hin und her, hin und her. Das ist Bahrain. Ja, wenn die Fahrer am vorigen Tag ein bisschen was getrunken haben, dann passiert das hier. So. Gehen hier auf regulär mit Charles. Müssen auch runter hier eigentlich vom Gas. Genau, gehen wir ein bisschen auf verteidigen. Ja, jetzt hier können wir wieder ein bisschen beschleunigen. Gegner war schon tanken, ist jetzt auf hart gegangen, wie wir sehen. So, jetzt können wir hier nochmal Gas geben, machen hier nochmal einiges an Position gut, hier mit Charles. Ja, Carlos Sainz hat da hier, wurde vom Aston Martin bis zum Ende noch gestört. Ja, sehr, sehr schade. Passt aber. Charles Leclerc hat da jetzt auch gerade einen kleinen Schwenker gehabt. Gehen wir mal hier ein bisschen runter vom Gas. Gegner, unser Rivale, der jetzt vor uns ist auf hart, der muss jetzt auch pitten in der Runde. Versuchen ihn vielleicht noch mal ein bisschen zu stören hier, bevor wir reinfahren, oder? Jawohl, haben ihn sogar noch überholt, haben ihn auch noch mal 1 oder 2 Sekunden geklaut. So, und Carlos Sainz jetzt hier muss die Runde Gas geben. Muss auch vor dem Rivalen hier hin. Jawohl. So, der muss nämlich jetzt nach der Runde wieder tanken. Ja. So, Rivale kommt auch vor uns raus. Charles Leclerc verliert dann noch eine Position hier vorne an der Kurve. Also, das Rennen war nichts. Also Leute, bloß nicht nachmachen. Ja. Ich sage ja, das war ein Experiment jetzt hier mit beiden auf Softs rauszufahren. Das kann man machen, wenn man sich vorne platziert. Ja. Wenn man sich auf Platz 1, 2, 3, 4, 5. Also Top 5 muss es sein, weil sonst haben wir das Problem. Wir sehen es jetzt selber hier, der Undercut mit Charles hat nicht unbedingt funktioniert, weil wir jetzt einfach hier in dem ganzen Pack hier einfach stecken bleiben. Ja, und da sind auch mit Sicherheit Leute auf Hard und auf Medium. Und diese Leute, die stören uns einfach, um jeden Überholvorgang überhaupt möglich hier zu machen. Die Gegner kamen hier mit Charles Leclerc auf Medium und dann auf Hard für 4 Runden rein. Sieht deutlich besser aus, befindet sich auf Position 5 da vorne. Ja, das ist etwas, was man auf jeden Fall dann auch machen kann. Oh, Bahrain ist immer so eine Sache. Wie gesagt, Bahrain entweder Top oder Flop. Da kann man auch nichts mehr gut machen. Wenn man einmal mit einer Strategie dann fährt und mit der dann festhängt, dann bleibt man auch hängen. Sieht man jetzt auch selber. Wir gehen mal hier auf die Nahaufnahme. Wir sehen hier, wir kommen hier nicht vorbei. Ja, wir kommen hier einfach nicht vorbei. Die hängen da, die kuscheln da. Ja, hier, schaut euch das an. Die kuscheln und wir kommen nicht vorbei. Jetzt kommt sogar noch unser Carlos Sainz dazu. Und ja, das war's. Wir gehen jetzt hier mit Leclerc mal auf Verteidigen. Lassen unseren Carlos Sainz vorbei, weil der ist in seinen 2 schnellen Runden. Und ja, hoffen vielleicht, dass wir sogar noch den Rivalen hier klären können. Das wäre super. Und mit Leclerc sollten wir einfach Position behalten. Ja. So. Wie gesagt, Garten, das war eine Strategie, die ich einfach mal ausprobieren wollte. Normalerweise fahre ich etwas anders. Und es funktioniert dann auch. Ne? Der Rivale, ja, der hat alles richtig gemacht in dem Sinne. Wir haben einfach ausprobiert, weil wir haben ja sowieso nichts zu verlieren. Wir sind sowieso qualifiziert. Also, ne, also bloß nicht nachmachen hier diese Strategie. Ja? Gegner war schneller, aber dann hätten wir trotzdem schlagen können mit der richtigen Strategie. Ja? So, springen ins letzte Rennen und wir hoffen, dass wir so einen richtig guten haben für Spanien. Einer meiner Lieblingsstrecken, auch wieder Spanien. Da müssen wir auch mal gucken, wie es aussieht. Wie viele Leute vor uns da rauskommen auf Hard und auf Medium. Und eventuell ein Undercut. Ja, eine 4-4 ist in Barcelona eigentlich perfekt. Allerdings kann man hier auch einen Undercut machen. Ja, habe ich
mehrmals mal gemacht, hat auch mehrmals funktioniert, aber mehrmals ist das aber auch in die Hose gefallen. Genau wie auch eine 5-3, also ein Overcut genauso. Ja. Gegner 14:09, deutlich schwächer wie wir. Also werden wir hier reichlich Punkte fahren. Kaufen noch ein gutes Quali hier. Komm, 10 und 14 müsste es sein. Und 10 und 14 ist es. So, fahren hier raus. Ohne Boosts. Ohne Boosts. Fahren hier so raus. Charts Declare auf Soft. Geben Vollgas beim Start wegen der langen Geraden. Da kann man den ein oder anderen Platz jetzt machen. Gucken uns das mal hier an. Genau so. Schön in die Mitte gezogen. Hier unser Charles. Verteidigt Position, hat aber verloren. So, hat jetzt hier Gas, die verliert jetzt gleich noch eine Position. Nein, so, jetzt gehen wir mit beiden runter. Unser Carlos Sainz hat hier perfekte Arbeit geleistet, hat 3 Plätze gut gemacht. Charles hat seine Position verteidigt. Und so fahren wir jetzt, gucken uns das mal an hier vorne. So, ein paar Leute auf Medium Pier Gas, die sollte jetzt eigentlich durchgereicht werden. Wir haben mit Carlos Sainz haben wir auf jeden Fall Platz nach hinten. Die Jungs sind auf Hard unterwegs hinter uns. Versuchen wir hier unseren Gap aufzumachen zwischen Charles und Carlos Sainz, damit wir dann auch keine Probleme haben bei der Boxeneinfahrt mit beiden Fahrern. Und wir entspannen uns. Barcelona ist eine 4 Runden Entspannung und danach gibt es 4 Runden Vollgas. Ja? Wir müssen hier versuchen, mit Carlos die Position so gut wie möglich zu verteidigen und auch nicht überholt zu werden, weil die Jungs hinter uns sind auf Hard unterwegs. Und hier sehr, sehr schön von Charles jetzt. Jetzt können wir hier ein bisschen beschleunigen auf der Geraden. Eventuell versuchen, einen kleinen Angriff zu machen vorne. Ja, sieht doch gut aus. Gap öffnet sich auch, wie wir sehen. Können jetzt auch die 4. Runde mit Charles, bevor er dann in die Pits kommt, ein bisschen schneller fahren. Die Jungs vor uns sind gut unterwegs. Macht jemand hier einen Undercut? Ja, Mercedes macht hier einen Undercut und es kommt sogar noch einer rein. Jawohl. Oh, den Mercedes haben wir aber nicht geschafft zu Doch, haben wir geschafft mit Charles. Das ist sehr, sehr gut. Das war auch jetzt sehr, sehr wichtig. So, kommen jetzt mit Charles jetzt hier in die Pits. Wechseln ihn auf Medium. Versuchen zum Vordermann hier in Barcelona ein bisschen Abstand zu halten. Ja, unser Vordermann ist hier auf Medium. Könnte eventuell sogar noch eine Runde länger draußen bleiben, was gut ist, weil dann haben wir genug Platz, um in die Boxeneinfahrt reinzukommen, ohne Störung. Nein, er kommt rein, haben aber trotzdem genug Platz. So, und unser Carlos Sainz kann jetzt hier ungestört schön Gas geben auf der Geraden. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir in Barcelona das beachten, weil sonst bleiben wir an unseren Vordermann hängen und dann verlieren wir 1-2 Sekunden, bevor wir überhaupt erstmal in die Boxengasse einfahren. Und das ist ja auch doof. Ja? So, wie gesagt, Charles Leclerc kann jetzt hier Gas geben, ist auch ein bisschen eng. Wir haben ein paar Leute auf Hard vor uns hier. Ja, genau. Yuki Tsunoda muss rein und dann müssen da eine ganze Armee muss hier rein. Ja. So, perfekt. Zack, so. Muro, habe meinen Apex auf Max und sollte ich das tauschen im Güterhandel. Also, pass auf, Leute, der Güterhandel. Ja, so, ich kann jetzt sowieso jetzt hier auf Vollgas geben, also kann ich jetzt hier auch quatschen, weil die Jungs haben jetzt genug Sprit und alles. Pass auf, der Güterhandel, ich sage das jetzt mal kurz, ja, obwohl ich noch keinen Güterhandel aufhabe dieses Jahr. Ich hatte aber einen Güterhandel letztes Jahr und vorletztes Jahr offen. Wie man den Güterhandel nutzt, und das verrate ich jetzt an euch, die wenigen Zuschauer, die jetzt hier sind, was sehr, sehr wichtig ist. Sobald ihr einen Teil auf Max habt, Leute, sobald ihr einen Teil auf Max habt, habt ihr den Güterhandel freigeschaltet. Das heißt, ihr könnt dann ein Teil, was ihr auf Max habt, gegen ein Teil tauschen, was ihr dann noch benötigt. Ich gebe euch diesen Tipp, damit ihr den Güterhandel perfekt ausnutzt. Ihr müsst am Anfang, alle Teile nehmen, und zwar die blauen. Alle blauen Teile nehmen. Sobald ihr alle blauen Teile freigeschaltet habt, also dass ihr die alle auf Max habt, dann gibt euch der Güterhandel keine blauen Teile mehr in Zukunft. Der gibt euch dann nur noch gelbe.
und lilane natürlich, also seltene und epische. Wenn ihr dann die seltenen, also die epischen, die seltenen, also die gelben Teile dann auch dann irgendwann mal habt, dann habt ihr am Ende im Güterhandel, ja, also am Ende der Saison oder vielleicht auch Mitte der Saison, kommt immer darauf an, wie schnell ihr seid, dann habt ihr am Ende im Güterhandel nur noch epische Teile zum Handeln. Und genau da ist nämlich der Trick. Es bringt nichts, ja, euch den Güterhandel aufzumachen und dann eure Teile gegen andere epische Teile zu tauschen. Ja, das dauert dann ewig. Das dauert dann ewig. Ja, ihr müsst versuchen, so schnell wie möglich eure blauen Teile voll zu kriegen, damit ihr dann eure blauen Teile auch dann tauschen könnt. Ja, der Güterhandel funktioniert so. Ja, es bringt, wie gesagt, es bringt nichts, epische Teile daraus zu ziehen. Ihr gebt dann 300, sagen wir mal jetzt als Beispiel, 300 Spirit gibt ihr ab für 6 epische Apex. Was wollt ihr damit? Oder auch mit Vindicator oder so. Die Serie 11 und Serie 12 Teile kommen sowieso nicht. Die kommen sowieso nicht ganz am Anfang. Ihr kriegt erstmal immer die kleineren. Ja? Von daher, ich hoffe, ihr habt zugehört. Und das ist, wie du schon sagst, Muro, es ist eine Top-Info. Ja? Ich sage es euch jetzt hier im Livestream, weil es fragen mich hier wirklich viele Leute, was ist mit dem Güterhandel? Und der Güterhandel, sobald man eigentlich den Güterhandel frei hat, muss man hier nicht mehr 1 Cent investieren in dieses Spiel. Ja? Weil man muss es einfach richtig machen und den Güterhandel perfekt ausnutzen. Ja? Von daher, ich hoffe, ihr nimmt es an und ihr macht es so, dass ihr euch wirklich alle blauen Teile holt. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr dann im Güterhandel 2 gelbe Teile habt und ein episches. Und das ist dann natürlich schon geil. Dann fängt ihr an, natürlich euch die gelben Teile aufzuschließen, weil wir können mal kurz hier gucken. Ja, passt auf. Hier. Blauen Teile habe ich eigentlich alle auf 10. Es fehlt nur noch 1 und zwar hier Inferno. Ja, dann habe ich alles auf 10. Das heißt, ich bin auf dem Weg, endlich mal ein blaues Teil auszumaxen. Wenn ich dann jetzt dieses blaue Teil habe, ja, auf Max, dann ist mein Güterhandel frei. Allerdings habe ich dann noch nicht den Güterhandel frei, weil mir fehlen ja dann die Teile, um zu tauschen. Ja, also versteht ihr, was ich meine? Natürlich wäre das genial, wenn ich jetzt hier Mick Schumacher, den ich jetzt auf 7 habe, mir fehlen noch 170 Teile, dann hätte ich den auf Max. Dann bräuchte ich nur noch 6 Teile, also dann brauche ich dann nur noch 6 Teile über, um das dann gegen, sagen wir mal, 300 Latifi zu tauschen. Was ich aber auch machen würde dann in dem Fall. Ja, die blauen Teile, Leute, die blauen Teile müssen alle voll sein. Dass, wenn ihr dann den Güterhandel habt, damit ihr dann nur noch gelbe Teile und lilane Teile kriegt. Ja, also, ich werde auf jeden Fall ein Video machen. Allerdings brauche ich halt den Güterhandel, um dieses Video zu machen. Und es muss dann auch schon bei mir gut gepackt sein. Ja? Also, gucken uns das nochmal an hier in der Liste. Was haben wir hier gemacht? 131 Punkte bei 4 Rennen, sind auf jeden Fall qualifiziert. Sollte gar kein Problem sein. Ich hoffe, die Videos helfen euch, Leute. Strategien etc. Singapur sage ich schon. In Bahrain haben wir jetzt gerade ein Video gemacht, wie wir es nicht machen sollten. Also nicht in der Startposition, wo ich mich gerade befinde. Wenn ihr euch in der Top 5 qualifiziert, egal welches Rennen, könnt ihr mit beiden auf Softs fahren. Da fährt ihr eine 3-3-2 und eine 2-3-3. Und wenn ihr euch im Mittelfeld qualifiziert, dann sollte schon einer auf Medium raus, der andere kann dann auf Softs. Und wenn ihr euch hinten qualifiziert, natürlich, bitte Leute, einer auf Hard und einer auf Medium. Ihr geht das schön auf lang, bleibt so gut wie möglich drin. 4, 5 Runden, entspannt, ja, mit den harten Reifen und mit den Medium-Reifen draußen bleiben. Und danach am Ende, die letzten 3 Runden, da könnt ihr Knallgas geben dann. Auf Softs oder auf Medium. So wie ihr euch fühlt halt. Wie euer Setup ist. Ihr seht ja auch, wie verhält sich das Fahrzeug auf Medium-Reifen, wie verhält es sich auf Softs. Ja, so, und da könnt ihr halt immer abwiegen, wie ihr dann eure Strategie dann halt gestaltet. Falls ihr noch einen guten Club sucht, ja, wir sind motiviert, Leute, wie wir auch sehen. Und wenn ihr Interesse habt in meinem Club, also in unserem Club, es ist nicht mein Club, sondern ich bin auch nur Member so gesehen. Wenn ihr Interesse habt, uns zu joinen, dann sagt mir bitte Bescheid hier in den Kommentaren. Und wir werden dann Kontakt aufnehmen. Was wir bieten, ist ein Discord-Channel und natürlich mein YouTube-Channel, wo wir uns jetzt gerade befinden, für Tipps und Tricks in Zukunft und alle Gewinnstrategien und alles Mögliche, was einfach nur zum Spiel gehört. Ich bedanke mich bei euch herzlich, Leute, für den Support, für das Einschalten von heute. Wie gesagt, vergesst dem Video nicht ein Like dazulassen. Danke für den Support auf jeden Fall für die letzten Monate. Wir wachsen und wachsen, sind jetzt knapp bei 800 Followern und ja, lasst uns
Lass uns Spaß haben hier. Lass uns Spaß haben und lass uns einfach größer werden und lass uns bessere Teile kriegen, damit wir dann irgendwann mal in der Champions auch gute Positionen fahren. Richtig? Also Leute, ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstagabend und wir sehen uns so schnell wie möglich wieder mit einem nächsten Video. Und ich sage dann mal bis dann. Ciao Leute. Danke.